We hebben denk ik veel gemeen als het aankomt op koloniehuisjes en hun bouw. In de vrije koloniën werden vanaf 1818 zo'n 400 woningen neergezet. In Wortel, België, nog eens 129 op dezelfde manier. Er was sprake van systeembouw. Elk huis werd op dezelfde manier gemaakt. En dit herhaalde zich over alle koloniën, hoewel de koloniedirectie leerde dat de indeling van de huizen beter kon. Dus er werd geëxperimenteerd met verschillende indelingen om de leefomstandigheden te verbeteren. De stenen werden gemaakt van ter plekke gewonnen klei. De onvrije gestichten Veenhuizen, Ommerschans en Merksplas bestonden uit grote gebouwen waar bedelaars en wezen op slaapzalen verbleven. Hun verblijf was er langdurig, maar tijdelijk van aard. Dus daar moeten we het later maar eens over hebben. Het personeel dat hen aan het werk moest zetten en moest bewaken woonde aanvankelijk ook in de gestichten in aparte wooneenheden. In de loop van de eeuw veranderde dat en werden er steeds meer aparte huizen voor de opzichters gebouwd. Hun huisvesting was onderdeel van hun verloning en alleen al door te kijken naar de woning zie je de strikte hiërarchie. Hoe hoger het beroep, hoe groter en luxueuzer het huis en de tuin. Enkele werden voorzien van stichtelijke teksten om de discipline en het heropvoeden te benadrukken. De historische huizen in de koloniegebieden zijn beschermd en beheerders in het gebied voeren restauraties uit en proberen de huizen zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. Op sommige plaatsen waar de historische woningen verdwenen zijn, werden nieuwe gebouwd om het landschapspatroon te herstellen. Het zijn koloniewoningen van de toekomst, met een knipoog naar de oude bouwwijze en, in de geest van het zelfvoorzienende aspect van de koloniën, geheel energie-neutraal. Zeg, ik had het net over koloniestructuur. Kunnen jullie iets meer over jullie dorpen vertellen? Mein Name ist Wilfried Schure. Ich bin hier aufgewachsen in diesem Ort. Ja, mein Vater ist 1956 geflüchtet. Die Landwirtschaft war damals natürlich alles in die LPG gegangen und meine Eltern konnten da nicht mithalten und es war die Flucht der Landwirte hier aus der Gegend. Nach der Wende hatte er die Möglichkeit, wieder hier zurückzukommen und das Haus wieder zu übernehmen und hatte natürlich in der Familie gefragt, wer das möchte. Und ich habe sofort die Verbindung gefunden, beziehungsweise gedacht, dass ich hier ja, den Rest meines Lebens dann auch bleiben könnte. Als ich damals gekommen bin, war das natürlich DDR-mäßig sehr, ich will nicht sagen heruntergekommen, aber die Fenster waren klein, die ganze Fassade war nicht mehr das, wie es ursprünglich mal war. Der Putz war alles runter und trotz allem, als ich dann hierher kam und mir das angeschaut habe, habe ich mich sofort in dieses Grundstück verliebt und dass man das hier erhalten konnte, das war also schon ja, für mich auch eine große Aufgabe, muss ich sagen. Ja, hier gab es also eine Menge schöne Kleinigkeiten oder individuelle Geschichten, die man in diesen Häusern hier noch findet. Das ist jetzt von 1894 hier und das schon als Mehrfamilienhaus oder als Mehrgenerationenhaus, muss man sagen, gedacht war, mit Küche im Keller und entsprechenden Verarbeitungsmöglichkeiten für die Landwirte, die ja hier gewohnt haben. Und mein Großvater hatte das damals aufgebaut und vorher noch ein altes Fachwerkhaus, was ja die Ursprünge eigentlich hier im Oderbruch sind, ja, abreißen lassen und ein altes Bild gibt es sogar auch noch davon. Die Art und Weise, wie man, wie gesagt, hier in diesen Altdörfern, die ja ursprünglich mal Fischerdörfer waren, auch gebaut hat, das waren natürlich zum Großteil alles Fachwerkhäuser, wie man sie jetzt hier auch in der Nachbarschaft noch sieht. Und später natürlich durch die Landwirtschaft und durch den Wohlstand, durch den wachsenden Wohlstand, durch die Landwirtschaft ist natürlich dann auch in meiner Familie hier letzten Endes der Wunsch entstanden, ein großes ja, Mehrfamilienhaus oder Mehrgenerationenhaus letzten Endes auch zu bauen. Und da gab es dann solche Pläne. Das war ja ein Vierseitenhof, der zwei große Scheunen noch im Hintergrund hatte und ein kleines ja, Denkmal oder ein kleines Zeugnis des Kulturerbes. Ne? Schon nicht schlecht. Ja,
Also wenn wir die Häuser kennen hier, dann lohnt sich der Blick darüber hinaus. Wie fügen sie sich zu Dörfern zusammen? Und genau das schauen wir uns im nächsten Beitrag an.